Hallo, Servus, guten Morgen bei Renz Classics. Meine Güte, wie sehe ich aus? Also, heute ist der große Tag. Ich hatte es ja schon angeteasert. Ich habe ein neues Fahrzeug gekauft, einen W210 E50 in Schwarz. Das gute Fahrzeug steht in Würzburg. Wir befinden uns jetzt momentan noch. Mal schauen, ob ich es eingefangen bekomme. Wo sind wir? Sieht man es? Vielleicht ein bisschen. In der Ferne ein Fernsehturm. Dieser Fernsehturm, einige werden es wissen, befindet sich in Nürnberg. Und jetzt das große Problem, also kein großes Problem, wir müssen nach Würzburg. Wie kommen wir dahin? Natürlich nicht mit dem Auto, sondern mit den Öffis. Und das ist das große Problem, weil wir uns mit der Bahn dorthin begeben. Also es ist nicht mein Plan, sondern der Bahn der Deutschen Bundesbahn. Mal schauen, ob alles klappt. Ich nehme euch mit und hoffentlich sehen wir heute unseren E50 AMG. Bis später. Ciao, ciao. So, U-Bahn Richtung Hauptbahnhof. Den ersten Teil haben wir schon mal geschafft. Pünktlichst. Also, weiter geht's. So, wir sind in Würzburg. Hat alles geklappt. Also U-Bahn, Deutschbahn, Straßenbahn in Würzburg. Alles funktioniert. Und jetzt sind wir gleich beim Navit und werden unseren E50 abholen. Hier, ich zeige euch mal das Autohaus mitten im Zentrum von Nürnberg. Nürnberg, Würzburg, was sage ich? Und wir schauen mal, ob er ihn schon vorbereitet hat. Ich würde mal sagen, ja. Und bin natürlich gespannt auf den ersten Eindruck. Und ich denke, ich werde euch auch mal das Autohaus zeigen. Das ist eine richtig gute Adresse. Interessante Fahrzeuge. Also bis gleich. Und wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind beim Navit in Würzburg in dem Autohaus Nummer 7 Mein Automobile. Ich zeige euch mal, was hier alles so Tolles rumsteht. Hier ist der Navit. Hi, servus. Markus, grüß dich. Servus. Freut mich, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Und hier steht das gute Stück, noch verhüllt. Ja, genau. Großer Tag heute, ne? Ja, ich bin aufgeregt. Ich habe kann zwar ich schon verstehen. einige Fahrzeuge erworben, aber so ein tolles Stück, Ist schon ein Schmuckstück. Und in so einer geringen Stückzahl gebaut, ja, ist schon was Besonderes. ich denke auch. Ja. Ich aber als Auto-Enthusiast muss sagen, du hast hier ja ganz besondere Fahrzeuge. Und ich glaube, das ist auch so eure Nische, oder? Ihr habt Ja, genau. Also besondere wir gehen Fahrzeuge in bestellt, ja. Richtung Premium-Gebrauchtwagen. Premium. Viele Sportwagen da, wie man sieht gerade. Oder Porsche Macan, da hinten GT3, G63. Also alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht. Ja. Genau. Hat ja jeder eine andere Definition, was Spaß macht. Ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jedes Einzelne, was hier von den guten Schmuckstücken rumsteht, macht auf seine Art und Weise ganz besonders viel Spaß. Ja, genau. Ich habe oben tatsächlich auch noch ein Auto, das könnte ich dir zeigen. Auch ein Klassik. Oh, Ist halt oh, ein oh. BMW. Ah, den habe ich glaube ich schon Hast du gesehen. Das ist ein gesehen, E30, oder? Nee, ist kein E30. ist Kein ganz neu. E30. Ein ganz neuer. 5 Okay. Liter, V8, Schalter, Schalter. 400 PS. Ja. Roadster übrigens. Genau. Also das ist was ganz Besonderes. Oh, lass mich raten. Z8? Z8. Z8. Ja, Z8. Hier in Würzburg. Hier in Würzburg im 2. Stock. Oh, ich glaube, den schauen wir uns dann irgendwann mal an. Können wir oder? gerne machen, ja. Gerne. Und vielleicht enthüllen wir aber erstmal dieses gute Schmuckstück. Gerne. Wenn du willst, denke ich nach. Boah, ja. Bist du ready? Ja. Black Bands Black Bands, meine Herren. zugelassen. Richtige Kennzeichen hat er auch schon. Ja. Wunderschön. Wow. Wenn das nicht ein Auto ist, ne? Wow. Ja, irgendwie wussten die damals, ne? Wie es Ja, geht. mit den Monoblockfelgen, schwarz, chrom, dunkle Scheiben. Schon geil. Ja, ist er. Ne? Ich durfte ihn ja schon mal Probe fahren. Hat mich absolut überzeugt und letzten Endes hat es dann dazu geführt, dass ich jetzt hier bin Genau. und das gute Stück da mitnehme. Sehr schön. Ja. Also ich denke, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, bin sehr aufgeregt. Aber bevor ich ihn fahre, vielleicht schauen wir uns dann doch mal den BMW an, weil der hat mich jetzt gleich wieder gecatcht. Können wir gerne machen. Okay, wollen wir es Okay. tun? Ja, okay, dann sehen wir uns gleich. Jetzt Ja, hast du wieder was Markus. angerichtet. Genau. Was sagst du, hä? Boah, Das ist ein Auto. geflasht. Also verzeiht mir bitte, er ist noch nicht aufbereitet. Ich habe das Auto jetzt erst am Donnerstag abgeholt. Jetzt Okay. haben wir Samstag. Ne? Ja, Ich glaube, es war auch seine erste Regenfahrt. Ich bin natürlich auf Achse gefahren. Ich lasse mir sowas nicht nehmen. ja. Und deswegen ist er noch ein bisschen eingesaut. Aber schaut euch dieses Schmuckstück an. Toll. Auto ist aus 2001, hat 19.000 Kilometer drauf. 19. 19.000. Hat die originale Alpina-Bereifung drauf.
Hardtop, wie man sieht, ist gerade noch montiert, ist aber natürlich ein Roadster. Ja. Also das kann man abnehmen. Ja. Und ja, was soll man da sagen? Also es ist so ein krasses Design, oder? Ja, haben die einmal, also na gut, es gibt schon noch einen anderen BMW, ne? Ich glaube, wie heißt der? 507? 507, das ist eigentlich der Vorgänger. Richtig, ja. Aber dann natürlich haben sie es natürlich in der Zeit auch irgendwie perfekt gemacht, oder? Jeder, der jetzt da drin einsteigt, Ja, definitiv. fühlt sich so ein bisschen wie James Bond. Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich kam mir extrem so vor, schauen wir da rein. Auf der Innenraum mit dem roten Teppich und so. Wie geil ist das bitte? Wahnsinn. 19.000 Kilometer. Also von Gebrauchsspuren braucht man hier nicht sprechen. Hat er eigentlich keine. Ne? 19.000 Kilometer. Quasi Neuwagen. Gerade eingefahren, ne? Ja. Puh. Puh. Ist schon ein ganz besonderes Auto. Ist es, ja. Naja, und dann auch noch in der Kombination mit dem Motor. Reiner Sauger als Handschalter. Genau, das ist ja der Motor, der im E39 M5 auch verbaut ist. Schöne Original Alpina Felgen. Meine Güte, was soll man dazu sagen? Also wer das nötige Kleingeld hat, soll sich Genau, beeilen, das oder? soll sich gerne melden. Also mehr werden sie nicht. Soll ich mal machen? Ja, mach mal an. Ich stelle mich gleich mal an die richtige Seite. 19.000 Kilometer. Ui. Ui, ui, ui. Okay, Batterie ist leer. Ja, Klassiker, Schön oder? wär's gewesen. Alles gut. Aber wir Du können es uns meinst ein nicht bisschen abgelassen, aber so vorstellen. Und wahrscheinlich. ich denke, wir werden ihn dann in Zukunft noch mal hören. Das Ja. Fahrzeug ist krank. Sehr gerne. Ja, wie viel wird es von denen halt noch geben? Nicht mehr viele, es gab nie viele. Hat sich schon alleine über die Stückzahl und den Preis halt letzten Endes aussortiert. logisch. Und jetzt nach der Zeit mit 19.000 Kilometern, ich Da glaube, es gibt gibt nicht mehr viele. Autos, nee, auf gar keinen Fall. Historie, belegbar. Ja, ja, logisch, komplett. Durchgehend belegbar. Tja, Regen wird er jetzt nur einmal gesehen haben. Genau, das bei Regen hat dir. jetzt noch einmal gesehen, das ging leider nicht anders. Ja, passt ja. Aber wenigstens kein Salz auf der Straße. Nee, Von und daher du weißt dachte ich jetzt, mir, dass er läuft. ich weiß, er läuft, ich weiß, wie Ja. er läuft. Ja. Er läuft verdammt gut. Tja, ich glaube, den werden wir hier nicht lange stehen sehen. Ja, Ich meine, natürlich ist es schwierig, ne? So ein Ja Auto. klar, da gibt es ein ganz dünnes Klientel, Ja. aber wenn du dein Geld irgendwie parken willst mit Renditechancen, dann in so einem Fahrzeug. Richtig. Und das Klientel, dieses Klientel, was du ansprichst, das sucht ja genau nach sowas. Ne? Das sucht halt nach wenig Kilometern. Das denke ich auch, genau. Kilometer ist Originalität, extrem Deutsch. wichtig. Boah. Wahnsinn. Naja, dann wünschen wir dir viel Glück. Vielen Dank. In dem Fahrzeug allzeit gute Fahrt und dass es einen Besitzer bekommt, der ihn auch ab und zu mal fährt. Weil das finde ich halt immer so schade. Kann man sich ja vorstellen, bei dem Alter dieses Fahrzeugs und dieser geringen Kilometerlaufleistung. Genau, der das ist 1000 Kilometer im Jahr gefahren, überleg mal. Wahnsinn. Das Ja. sind irgendwie 80 Kilometer im Monat im Schnitt. Das ist halt gar nichts, ne? Nee, eigentlich nichts. Ne? Das sind 5 Liter V8. 5 Liter Fahrrad. Also der ja. macht noch ein paar Kilometer. Ja, also das ist eine Anlage. Anlage halt anders, ne? Genau. Ja. Okay. Vielen Dank. Ich Ja, denke, sehr gerne. jetzt werde ich mich mal einem schwarzen Biest widmen. Genau, schauen wir den Schlüssel am Auto. Ja. Also, Leute, ihr seht, ich zeige euch nochmal, was hier auch noch alles an anderen Fahrzeugen beim Navid zu besichtigen und zu kaufen ist. Und grundsätzlich hat er ja gesagt, exklusive Gebrauchtwagen. Auch wenn die Fahrzeuge alle unterschiedlich sind, aber eins haben sie alle gemeinsam, sie sind alle exklusiv und besonders. Also, ich denke, wer ein besonderes Fahrzeug sucht, das nötige Kleingeld natürlich auch mitbringt, der ist beim Navid hier absolut richtig. Besucht ihn mal in Würzburg, Nummer 7, Mein Automobile. Das Vertragliche haben wir gemacht, bezahlt hatte ich ja Sind schon Sie. vorher und hier ist der Die Schlüssel zum Glück. Genau. Jawohl. Ja, cool. ich bin so aufgeregt, Navid, also ich würde dich bitten, dass du ihn rausfährst. Ich fahre dir raus, klar, gerne. Das mache ich für jeden, egal ob aufgeregt oder nicht. Okay, super. Die letzten Meter sind meine. Danke dir. Nö, ihr könnt schon erzählen. Alles gut. Der junge Mann hat sich schon ein Fahrzeug ausgesucht, oder? Du sitzt in deinem Traumauto schon drin? Ich muss mir bloß mal schnell mein Traumauto anschauen. Meine Herren. So, die ersten paar Meter noch trocken. Wir haben jetzt nicht das beste Wetter, aber
das muss er aushalten können. Und was meint ihr? Ich denke, wunderschönes Fahrzeug. Ich freue mich so sehr. Wunderschönes Auto, oder? Ja. Deswegen bin Allein ich schon, wie der angeht und sich das anhört. Ja, genau. Aber deswegen bin ich ja extra zu dir gekommen. Ja. Ja, habe schon ein paar Angebote in Deutschland auch gesehen, aber das war mit Abstand das Beste. Ja, tatsächlich. Also, da ging es jetzt auch gar nicht so sehr um den Preis. Natürlich ist am Ende des Tages auch immer eine Preisfrage, aber halt, ja, das was stimmt. kriegst du Aber dafür? meiner Meinung nach, also es bleibt natürlich unter Verschluss, was du bezahlt hast, aber das war ein guter Kurs. Ich denke auch. Für das, Ja. wenn das so bleibt, das ist also der Weg nach oben. Was will ich Weiß damit dran verbessern? Das Auto ist für mich Genau, perfekt. der ist Taco, Ja. finde ich auch. Denk dran, du hast neue Reifen drauf, Ja. nagelneue, ne? Ja. Straße ist jetzt nass, also die Genau. müssen noch ein bisschen ausgasen. Ja, Nicht zu viel Gas geben. das werde ich tun, auch wenn es schwerfällt. Ja, tatsächlich. Nein, aber das Wetter ist heute nicht so, dass man jetzt irgendwie Vollgas gibt. Und ich weiß auch nicht, wie lange er jetzt stand. Ich denke, ich weiß zumindest, dass er eine relativ lange Zeit stand. Der muss erst mal Er so wurde langsam- regelmäßig bewegt, Ja. aber nicht viel. Ne? Ja. Aber fahr den ordentlich warm, dass alles mal Okay. wieder Temperatur bekommt und dann läuft es. Das kriegen wir hin. Navid, Super. ich sag nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank Ja. dir fürs Vertrauen. Ja, ich danke dir. Ja, Und mir ich hat's Spaß glaube, also mit den Fahrzeugen, die ich jetzt bei dir noch gesehen habe, Bleib mal in sieht man Kontakt. sich wieder. Ja, sehr Ja, gerne. okay, also vielen Dank. Top, Markus. Ich wünsche alles Gute. Danke. So, willkommen zurück. Ich sitze in unserem E50 AMG, der Baureihe W210, den wir beim Navid abgeholt haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Navid. Hat alles super geklappt. Ganz toller Kontakt. Ihr habt ja auch gesehen, was da für tolle Fahrzeuge noch stehen. Und ich denke, da folgt noch einiges für den Kanal. Leider habe ich auf der Heimfahrt verpasst, das Video so abzuspeichern, dass ich euch das gleich zeigen konnte. Deswegen sind schon 1-2 Tage vergangen. Bin auch schon 1-2 Tage damit eben auch gefahren. Und was soll ich euch sagen? Das Teil fährt einfach super. Meine ersten Eindrücke. Also, ich habe noch nie so ein komfortables Fahrzeug gehabt. Ihr habt auf dem Kanal vielleicht schon andere Fahrzeuge von mir gesehen. Die sind natürlich auch alles andere als unkomfortabel, aber eben auch mehr oder weniger sportlich. Aber dieses Teil ist sowas von komfortabel. Die Sitze sind für mich zumindest wie Clubsessel. So stellt man sich Clubsessel vor. Er fährt also absolut bequem. Er ist sportlich, wenn er sein muss. Ich denke, in den nächsten Videos werde ich das ausführlich zeigen können. Es sind sicherlich noch ein paar Sachen zu machen. Das habe ich aber damals bei dem Kaufpreis auch alles mit schon berücksichtigt. Und das muss auch jedem klar sein. Jeder, der sich ein älteres Fahrzeug kauft, muss neben der Kaufsumme und den Unterhaltskosten auch immer genügend Geld haben für etwaige Reparaturen oder eben schon feststehende Reparaturen. So auch hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut auf dem Video hört. Die Hinterachse macht Geräusche, das habe ich auch schon bei der Probefahrt gesehen bzw. gehört. Es liegt auch schon ein fertiger Radlagersatz hinten im Kofferraum. Das heißt, da müssen halt neue Radlager rein. Und dann geht er natürlich erstmal zum Technik-Check, zu Bollwerk Engineering. Auch da folgt natürlich ein Video. Und da bin ich gespannt, was beim sogenannten Liebhaber-Check dort alles noch zutage kommt. Sonst fährt er sich wunderbar. Für mein Dafürhalten ist er etwas laut am vorderen Bereich der Abgasanlage, aber auch das werden wir uns dann natürlich von unten nochmal genau anschauen. Bis jetzt sollte es erstmal das gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns mit diesem tollen Fahrzeug in weiteren Videos. Ciao, ciao!